Christoph, lass uns noch mal verstärkt aufs Militärische auch schauen. Wie schaut es denn momentan aus auf der Front, vor allem auch im Osten der Ukraine? Als ich noch aus Moskau berichtet habe, habe ich immer wieder auch von dem Druck erzählt, den die Russen ausüben, gerade im Donbass. Und daran hat sich nichts geändert. Der wichtigste Schauplatz dort ist nach wie vor die Richtung Pakrovsk. Also alles nicht weit weg von Donezk. Da geht es jetzt um Orte wie Solidawa oder auch Garnjak, zwei ukrainische Städte, strategisch wichtig, die in einem Halbkessel sind und wo die Russen extremen Druck ausüben, auch immer wieder Erfolge haben, wie unlängst auch im Bereich Donezk, als sie Ugledar erobert haben. Und dann fahren die Russen folgende Taktik. Wenn es irgendwo nicht mehr weitergeht, suchen sie nach Schwachstellen, die sich auftun in den ukrainischen Verteidigungslinien und stoßen da rein. Und deswegen scheint jetzt auch Toretsk wieder mehr in den Fokus der Russen zu geraten. Alles auch im Donbass, etwas nördlich. Also von daher haben die Ukrainer schon ihre Probleme in diesem Bereich mit den Russen, um das vorsichtig zu formulieren. Christoph, nun gibt es ja aber auch weiter Gefechte in der Region Kursk, wo die Ukrainer ja schon vor Monaten eine große Offensive gestartet haben. Die Russen versuchen weiterhin, diese Truppen dort zurückzudrängen. Wie erfolgreich sind sie denn bei diesem Unterfangen? Ja, den Russen gelingen immer wieder Offensiven im russischen Kernland, in der russischen Provinz Kursk und können die Ukrainer auch stellenweise zurückdrängen. Aber dann schicken die ukrainischen Streitkräfte immer neue Kontingente, Truppen rein ins russische Kernland, um das Ganze eben auch zu halten, um ihre Positionen zu halten. Und das gelingt immer noch. Das heißt, den russischen Truppen geht immer wieder die Luft aus. Die Ukrainer führen neue Truppen rein und können doch noch einen gewissen Teil in der Provinz Kursk halten. Wie lange sie das schaffen werden, kann ich jetzt so nicht absehen. Der Druck der Russen ist auch da enorm.